Auch unsere folgende Geschichte erzählt einen Krimi, allerdings einen echten. Die Handlung spielt in Niederösterreich. Dort werden zurzeit nicht nur die sonnenreifen Weinreben mit Akribie gelesen, sondern auch die Recherchen von Robert Streibl und Bernhard Herrmann. Wein des Vergessens heißt der Tatsachenroman und darin erzählen die beiden Autoren von der Gründungsgeschichte der Winzer Genossenschaft Krems, der Sandgrube 13, und die ist eng verknüpft mit der Arisierung eines jüdischen Weingutes. Ein Verbrechen, das 80 Jahre lang verschwiegen worden ist. Wenn es nach der Winzergenossenschaft Krems ginge, dann hätten sie ein Buch mit leeren Seiten in Händen. Das Umblättern wäre nur eine andere Form des Schweigens. So beginnt der dokumentarische Roman Wein des Vergessens, der seine Entstehung einem Zufall verdankt. In einem geerbten Haus fand Bernhard Herrmann amtliche Schreiben und private Briefe, Fotografien und Filmdokumente, die er zunächst nicht zu deuten wusste. Im Recherchieren bin ich dann draufgekommen, die Spur führt nach Krems und zum Weingut Sandgrube. Und dann habe ich den Kontakt zum Robert Streibl gesucht und er hat das auch nicht gekannt. Und so haben wir uns dann entschlossen, einen gemeinsamen Tauchgang in die Geschichte und in die Wirtschaftsgeschichte von Krems zu unternehmen. Und dieser Tauchgang führt zurück ins Jahr 1938. Als Krems zur Gauhauptstadt von großdeutschen Gnaden wurde, was ziemlich vielen Kremsern ziemlich gut gefiel. Bleib stark, mein deutsches Österreich, ein Wort auf den ersten Streich. Wach auf, Deutsche, wach auf, weil ihr Nibelungen kommt. Mitten im Marktspitz wächst auf dem 1000-Eimer-Berg der süffige Wachauer Wein, der von einem fleißigen, harten Menschenschlag, den Weinhauern, gewonnen wird. Zu diesem harten Menschenschlag zählte auch der Winzer Franz Aigner, ein fanatischer Nazi, der als Ortsbauernführer schon lange seine begehrlichen Augen auf das florierende Unternehmen des Paul Rubitschek geworfen hatte. Rubitschek, hier beim Traubenverkosten, war Besitzer der Sandgrube und er war Jude. Aigner zögerte nicht lange. Bereits 3 Tage nachdem ein Großteil der Österreicher für Hitler votiert hatte, gründete er mit Gleichgesinnten die Winzergenossenschaft Krems. Hinfort sollten auf dem Judengut treu deutsche Bauersleut ihren arischen Wein keltern. Nur, der Jud war noch da und der hatte in weiser Voraussicht die Sandgrube an seinen Kompagnon August Rieger verkauft, was damals, auch nach geltendem Unrecht, noch legal war. Der Kaufvertrag wurde am 9. April 1938 zwischen Paul Josef Rubitschek und August Rieger abgeschlossen und erst mit 27. April ist diese Vermögensverkehrsstelle gegründet worden und ab da hat erst das reichsdeutsche Recht gegolten. August Rieger war nicht nur Teil, sondern auch Liebhaber von Paul Rubitschek und das ging nun wirklich zu weit. Die Homosexualität war ein Angelpunkt in diesem Enteignungsverfahren, weil natürlich durch diese Homosexualität, die damals verboten war, eine zusätzliche Möglichkeit war, sie unter Druck zu setzen. Sie sind denunziert worden, sie sind auch verhaftet worden von der Gestapo und auf den Dokumenten findet sich dann der Zusatz, dass der Rieger der Bettknabe des Juden ist. Es kam, wie es kommen musste. Paul Rubitschek emigrierte, August Rieger und sein Verwalter Albert Herzog kämpften ebenso unermüdlich wie vergebens gegen das rechte Unrecht. Beide waren später im Widerstand aktiv. Rubitscheks Mutter Johanna wurde deportiert und im KZ ermordet. Von all dem wollte man jahrzehntelang nichts gewusst haben in der Sandgrube 13. Bis vor kurzem wurde dort dieses Buch von Hans Frühwirth verkauft. Darin wird auch die Geschichte der Winzergenossenschaft erzählt, ohne auch nur ein einziges Mal den Nationalsozialismus zu erwähnen. Dafür werden überzeugte Nazis und deren Mitläufer als verdiente Persönlichkeiten bejubelt. Von Herrmann und Streibl darauf angesprochen, soll Franz Ehrenleitner, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft, nur gemeint haben, dann nehme ich halt das Büchle aus dem Verkauf, wir verdienen eh nur 50 Cent dran. Und auch sonst gestaltete sich der Kontakt der beiden Historiker zu Ehrenleitner nicht sonderlich harmonisch.
Lassen Sie uns in Frieden, habe er die Autorin telefonisch wissen lassen. Ich bin nicht verantwortlich für das, was passiert ist. Punkt, aus. Ich fordere Sie auf, uns in Ruhe zu lassen. Wenn Sie das nicht tun, werden wir unsere Schritte unternehmen. Kaum ist das Buch erschienen, ist alles ganz anders. Am vergangenen Freitag kam es zu einem ersten Treffen der Kontrahenten. Und Franz Ehrenleitner, der ein ORF-Interview erst zu und dann wieder abgesagt hatte, ging doch noch vor die Kamera. Auch wenn so manche Frage noch unbeantwortet blieb. Ich kann Ihnen das nur so sagen, dass wir uns jetzt ernsthaft, wir haben das zu wenig ernst genommen, diese Kritik, die jetzt auf uns zugekommen ist. Und wir haben auch die Vergangenheit, all diese moralische und historische Problematik, die aus dieser Zeit stammt, einfach zu wenig ernst genommen. Und dessen nehmen wir uns jetzt mit professioneller Hilfe von der Frau Dr. Beiler an. Die Geschichte der Sandgrube gleicht einem typisch österreichischen Triathlon. Erst mitlaufen, dann aussitzen und zuletzt zurückrudern. Es zeigt, wie mächtig das geschriebene Wort ist. Die Winzergenossenschaft Krems will ein Projekt mit uns gemeinsam und mit der Brigitte Beiler-Galanda auf den Weg bringen. Sie sind an der Geschichte interessiert und wollen lückenlos und umfassend ihre Geschichte dokumentieren und das auch dann in der Öffentlichkeit präsentieren. Mit anderen Worten, die beiden Historiker Robert Streibl und Bernhard Herrmann werden wissenschaftlich analysieren, was die beiden Romanautoren Robert Streibl und Bernhard Herrmann geschrieben haben. Willkommen.